Moin. Moin ist gut. Moin kann ich. Moin ist auch nicht so schwierig. Man denkt, Moin ist nicht schwierig. Aber Schönen guten Moin, Moin. Oh! So, und schon hast du es verkackt. Nee, das geht überhaupt nicht. Ja, überhaupt ist Doppelmoin ja schon Gelaber. schönen Aber guten Moin, Moin. Das ist nicht schlecht. Das habe ich auch noch nicht gehört. Oh, doch. Wenn das jemand ist nicht so reinkommt mit schön. Moin, Moin. Wobei, was ich gar nicht hören kann, ist, wenn du mit jemandem telefonierst und der sagt am Ende Tschö, tschö. Ja, tschö mit Ö. oh, Tschüssikowski. Tschüsseldorf. was? Tschüsseldorf. Das habe ich noch nicht Ah, gehört. okay. Oh Gott. Okay, also moin. 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 Schön, dass ihr da seid. Ja, Dito. Heute können wir den Lagerfeen-Schnack nämlich mal mit einer ganz anderen Konstellation machen. Ja, völlig anders. Mit Mel von Kreativ Süchtig und Pete, unserem Podcaster. Genau. Ja, wir machen hier die Aushilfslagerfeen. Mal gucken, dass wir die Bagage hier standesgemäß und ordentlich vertreten. Ne? Ach klar, Meinst du, das kriegen wir hin? logisch. Auf jeden Fall, gut. Das ist das erste Mal, dass ein Mann dabei ist. Nee, ich habe schon mal mitgemacht. Ja? Ja, es ist schon, aber schon ein paar Donnerstage her. Aber so irgendwann saß ich mit Ina, Svea und noch irgendjemand. Wir waren zu viert hier. Das Quotending. Ja. Okay, gut. Dann fangen wir jetzt hier an mit diesen Basic-Papieren, die jetzt reinkommen. In dieser wundervollen Farbe Latte. Die liebe ich ja total, ne? Die mag ich richtig gerne. Genau, wir haben hier die Dudelherzen. Und dann Punkte, du musst hier ein bisschen weiter Das ist rüber. auch so, genau. Du musst das positionieren und ich erzähle. Genau. Latte, Häuser und Zweige. Zweige sind auch fein. Die Ich Häuser. habe beim letzten Mal schon drüber geredet. Die Zweige sind so Weihnachten irgendwie, ne? Ja, obwohl die nicht. Die sind ja eher so ein bisschen blumig. Also ich finde sie schick, aber ich bin mehr der Sternschriftentyp. Also tatsächlich bin ich so das, ne? Oder Streifen. Genau. Musst du einmal die Kamera... Ja, so weit Was sind wir Kamera noch nicht. kennt, sollte man angucken. Dudeldächer und diese Und die Streifen. Linien? Ja, die die mag mag ich ich auch. auch. Immer total. Da habe ich auch gerne. noch ganz viel Kraftpapier zu Hause. Mit diesem Muster. Das finde ich universell einsetzbar. Ja, oder? Haben wir auch immer noch im Shop, ne? Das Kraftpapier ist auch ganz toll. Richtig schön stabil. Ja, Tupfen und Sternchen haben wir hier. Ich muss ja so ein bisschen lachen, wo ich jetzt hier mal am Drücker bin. Eine liebe Freundin von mir, die guckt immer, also die guckt wirklich jeden Lagerfeenschnack. Und dann sagt sie zu mir, und dann sagen sie immer, und dann kann man das schön auf einer Karte oder für eine Box verwenden, aber nie für ein Layout. Und jetzt sage ich zu jedem Papier, das kann man wunderbar auch für ein Scrapbooking-Layout verwenden. Und jetzt kannst du Die sagen, einfarbigen extra für... für Ulrike mit lieben Grüßen. Dann haben wir hier Apfelkernchen, die mag ich auch sehr gerne. Und dieses Schriftpapier. Ja, wobei, also ich mag das Schriftpapier sehr gerne, aber beim Layout würde ich dann wirklich nur so einen Riss machen. Ja, das wäre mir auch, also um das als Fläche zu benutzen, wäre mir das nur too so ein much. Akzent davon, ne? Genau. Ich bin ja sowieso der auf Weißscrapper, ne? Also ich nehme ja von diesen Dingen immer nur einen kleinen Teil. So, und hier haben wir noch die Pünktchen und Herzchen. Die sind auch so ein bisschen dudelig, ne? Aber die Pünktchen, ich mag sowas sehr, sehr gern. Also ich mag die natürlich alle gern, ist ja klar. Aber benutzen, sagen wir mal so, gerne mögen und horten und benutzen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das stimmt. Aber, also, das kennt ja hier zum Glück keiner. Nein. Nee. Also, wir haben ja auch ganz wenig nur zu Hause Ja. und das verbasteln wir sofort. Bastelsachen kaufen und sammeln und benutzen sind ja auch völlig verschiedene Hobbys. Und es macht viel Spaß. Ja. Also das habe ich ja mit als erstes hier gelernt. Man kauft sich immer 2 Bögen Papier. Eins zum Streichen und Liebhaben. Ja, Und eins eventuell zum Basteln. vielleicht. Vielleicht. So, jetzt zeig mal, was wir da drüben haben. Das ist mich so richtig spannend. Da wäre ich schon ganz hibbelig. So, das legen wir einfach mal hier so hin und bereiten das hier mal so schön aus. Das ist nämlich noch eine größere Auswahl heute. Sehr cool. Was haben wir denn hier? Das ist hier Baby. Baby-Style, ne? Mit so, das ist süß. Willkommen in unseren Arm. Niedlich. Schlummerndes Baby heißt das Set. Das finde ich auch sehr Das süß. ist Das süß. ist von Heikel. Ja. Wir wuscheln das mal so zusammen, dann können wir das nämlich besser, glaube ich, den Fokus drauf legen. Das Ja. kann man auch schön kolorieren. Dann, ne? Ja, und ich habe mir gerade so Pastellkreidestifte gekauft. Da wären wir wieder bei, wir kaufen mal. Habe ich gesehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich die verwenden soll. Ich freue mich aber schon drauf, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, sie dann wirklich zu testen. Du, der Tag kommt. Irgendwann. Die Sache mit der Kreativ-WG, ne? Du weißt Ja, noch? genau. Ja. Guck mal, das finde ich sehr, sehr gut hier.
Ja, So eine und dazu gibt es die Sektpyramide. passenden Outline-Stanzen. Und Ja. solche Sektgläser, die sind in diesem Fall von Iris gemacht für das Thema Hochzeit. Ja, Aber für das neue Jahr zum Beispiel oder ein ganz Genau. tolles Jubiläum finde ich das auch super. aber die sind cool. Das ist so wie Omas Sektschalen. Ja. Ne? Und die sind, glaube ich, wieder total hip, ne? Ich höre das Kristallklingen. Ja, Ja, Das ist wieder stimmt. hip. ja total. Verdammt, und ich habe mich getrennt von dem ganzen Kram. Ich muss sagen, Haben wir da schon was? nee, aber nicht. Okay. Ja, viele andere Sachen. So. Schöne Muster. Auf Konrad und Hedwig, glaube ich. Ja, ich glaube, wir müssen es so machen. Achso, okay, dann habe ich es jetzt gerade über Kopf gehalten. Das kann ich gleich ändern. Okay. Auf Konrad und Hedwig, glaube ich, freuen sich einige, denn da habe ich zwischendurch immer schon mal Stempel gezeigt. Und Piet, willst du einfach mal vorlesen? Wir haben hier zum Beispiel, wie war das noch? Wunschiges Herzglück. Glücklichen Oh, süß. Herzwunsch, herziges Wunschglück. Das Sehr ist der süß, hier. ja. Das ist sehr süß. Oder hier 365 Tage Konfettiregen für dich. Einen wundervollen, tollen Geburtstag für dich. Oder denn hier unten haben wir noch, lass dich feiern, lebe hoch, lache, staune, habe große Freude an den kleinen Dingen. Sei laut und mutig, sei frei, glücklich und gesund. Das ist aber eine ganze Menge, was man zu tun hat. Ja. Und Happy B-Day gibt es hier noch einen kleinen. Ja, Aber perfekt für alles aber er ist der ne? Kracher hier. Ja, ja. Ja. Ja, der Gedanke ist eben, dass du da das Basecap, Sind das aufsetzen Hasenohren kannst. hier? ja genau, Haseohren, Brille, Brille. Kopfhörer. Und die Rollschuhe? Oh, mega. Das ist schon eine Ja, aber das ist coole- hier auch wieder Frau Flebbe, ne? Ist ja klar. Ja. Du, ich habe da eine total hohe Trefferquote. Wenn ich Sachen bestelle, Ja, bei Frau Fleppe. dann steht da ganz oft Frau Flebbe drauf. Ich bin ein Fangirl. Oder auch Frau Blütenstempel steht auch oft drauf. Bin ich auch ein Fangirl offensichtlich. Frau Fleppe hat aber auch echt immer sehr lustige Sprüche. Aber Christian, sie hat einfach die geilsten Sprüche. Muss man mal sagen, das kann sie. So, hier haben wir zum Beispiel wieder so Babykram, sag ich mal, salopp. Oh, das finde ich aber cool. Guck mal, du hast Willkommen. hier diese geschwungene Schrift und kannst es dann mit so einer klaren Schrift ergänzen. Genau. Sowas finde ich toll. Genau, das Willkommen, du kleines Wunder. ist wieder ein Stempelset von Inky Stamp, von Carmen, die das ganz neu für uns macht, aber schon sehr lange im Stempelbereich unterwegs ist. Man kann sagen, das sagt mir was, aber im Kontext Kreativdepot hatte ich das noch nicht auf dem Schirm. Ich Cool. jetzt noch mal ein bisschen dichter, weil es doch recht feine Schrift ist. Hier ist ein du kleines Wunder, kleiner Erdenbürger, kleiner Schatz, willkommen, kleiner Racker, willkommen bei uns, willkommen im Leben. Du machst unser Glück vollkommen. Wir haben uns so auf dich gefreut und schön, dass es dich gibt. Ja, ist süß. Guck mal, das kann man ja aber auch anderweitig noch verwenden. Ne? Muss ja nicht nur Baby sein. Also willkommen sowieso und schön, dass es dich gibt, ist ja auch fein. Für einen neuen Oder? Kollegen oder Kollegin zum Beispiel. Willkommen bei uns. Also Beim neuen Kollegen machst du erstmal so gerade, na du kleiner Racker. Ja, genau so. genau, da macht man sich dann direkt beliebt. Vor allem, wenn es ein neuer Vorgesetzter ist. Kommt bestimmt gut. Jetzt eskalieren wir hier schon wieder. Ne? Das ist, Unser letzter Mitarbeiter, hast du das der gesehen? Guck mal hier, dazugekommen das war noch mal zu diesem Sekt. ist ja Marc. Ich weiß nicht, wie Ja. Marc geguckt hätte, wenn Süß. ich ihm so eine Karte geschenkt hätte. Mal so fein. Ja. Embossed. Ja, total cool. Sehr edel, ne? Da Sehr bin ich schick. auch immer wieder fasziniert. Also auch nach all diesen Jahren, dass man das so filigran, so schön hinbekommen kann. Ne? Ich bin ja eigentlich der Bastel-Grobmotoriker. Glaubt ja auch keiner, aber Ich habe deine Layouts noch mitgenommen. Können wir die gleich nochmal zeigen. oh, yippie. Embossst du mal auf dein Layout? Aktuell weniger. Ich habe das mal eine Weile sehr zelebriert. Im Moment jetzt nicht so. Komisch, das ist immer so ein bisschen, irgendwann rutscht der Embossing-Föhn weg. Dann Ja, das vergisst sind so man's. Phasen. Ne? Also Genau. ich nehme den Embossing-Föhn tatsächlich. Also Embossing mache ich gerne mal in meinen Mini-Alben, wenn ich so Zwischenseiten mache aus Vellum, aus Transparentpapier und da dann Spruch drauf und das embossen. Das stimmt. Das finde ich total cool. Das mache ich tatsächlich auch relativ oft. Wir haben jetzt bald einen Workshop mit Ulla und da nimmt sie diese Acetatfolie und die wird auch embossed. Cool. Ich habe die schon ewig liegen, die Folie, und habe sie nie wirklich benutzt. Jetzt kommt sie endlich mal zum Einsatz. Ja, perfekt. Yeah. Oh, zeig mal, was da noch so ist. Wir haben hier so ein schönes Bundle von Emma Pünktchen. Be Happy. Oh, das ist auch süß. Die Schriften sind auch immer ganz toll. Ne? Ja. Ja, eine schöne Schreibschrift. Genau, und dieses Be Herz Happy
habe ich bei mir im Kalender einmal so gestempelt und jedes Mal, wenn ich da so raufgeguckt habe, habe ich mich gefreut. Und bei ihren Figuren, da kannst du ja so schön dann die Stifte rausholen und kolorieren. Mhm. Das stimmt. Und dazu passen dann die Stanzen. Ich denke das auch immer, ich mache das viel zu selten. Ne? Ich habe also so viel Kram zum Kolorieren zu Hause. Aber ich muss dafür echt so richtig Ruhe haben. Ja. Also Kolorieren ist was ich total toll finde, aber halt nicht schnell mal eben. Ne? Nein. Nee, und das ist dann auch eher kolorieren und dann hast du irgendwie noch ein Hörbuch oder Musik oder so dabei an. Ne? Ja. Beim Basteln habe ich sonst immer irgendeine Serie oder irgendwas anderes laufen oder eine Doku oder so. Ja, aber beim Kolorieren musst du schon Genau. hingucken, was du machst. Da musst du aufpassen, ja. Ja. Stimmt. Konzentration. Oha, Sonst wird das nichts. meine Kernkompetenz. Ja, ich hatte das mal gesehen. ADHS, aber in Schriftzug von AC/DC. Und dann Highway to, oh, look a squirrel. Ja, sehr schön. Das wäre was für mich. So, dann haben wir hier noch von Flabber Art. Das nennt sich Sektlaune. Ja, Auch wieder ganz viele schöne der Sprüche ist so dabei. Geil, der ist so geil. Mädels, wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Das finde ich gut. Ich sage immer, man muss auch trinken, wenn man keinen Durst hat. So, Oder hier, let's talk about Sekt, baby. ich wollte gerade sagen, den kann man hören, den Let's talk Stempel, about oder? you and me. Let's talk about all the good things and the bad things. Kein Sekt ist auch keine Lösung. Korrekt. Höchste Zeit, Sekt zu trinken und auf den Tischen zu tanzen. Ja, kann das unterstützen. Machen wir jetzt hier aber gerade mal nicht. Ich feiere dich. Auf dich, Chica. Mit dir feiere ich am liebsten. Glückwunsch, den kann man auch immer wieder benutzen. Jugend ist aus, Sekt wäre noch da. Jo, nehme ich. Spritziger Jahrgang. Ein Hoch auf uns, auch individuell einsetzbar. Und auch wieder diese schönen kleinen Sternchen und Herzchen, die man immer wieder mal gebrauchen Du, kann. guck mal, die kleinen Blümchen, ne? Die passen ja eigentlich auch zu Oder den, Blümchen, ja stimmt. zu den Sommerspaßpapieren, die dann letzte Woche ja im Shop gekommen sind. Auch gut. Guck mal, jetzt hätten wir uns abgesprochen. Und Stößchen. Stößchen. Haha. Genau, hier, ne? Ja. Happiness, Prüsterchen. Ja. Finger weg vom Alkohol. Mädelsabend, Cheers auf Freitage und Freundschaft. Glückwunsch, Sektlaune, Sektchen. Prosecco Queen. Ja. Sehr schön. Hier, gib mir ein Krönchen. Aber das haben wir doch hier eben auch im Einsatz irgendwie gehabt. Guck mal. Guck mal da. Hier, ja, sind die. Ja, genau. Finde ich total cool. Auch embossed. Das heißt, ist sie echt konnte cool. sich nicht entscheiden und hat einfach Einfach alle. Stempel Ja, gemacht. finde ich Ja, gut. warum nicht? Ja, finde ich Viel auch hilft total viel, cool. hat Oma immer gesagt, oder? Also, Ja, und dann das hier jetzt dann so schön ausgegrenzt, sag ich mal, so eingeschachtelt. süß. Das sind aber einzelne Eggs, ne? Ja. Ja, das hätte auch irgendwie so ein Embossing-Folder oder so sein können, ne? So. Aber ich bin hier wirklich ganz gespannt, was nebenbei passiert. Was haben wir da vorne noch? Hier Ja. haben wir jetzt noch Liebe und Glück von Flabber Art. Okay. Das ist ein altes Set, Ach, das ist ein altes Set. Genau. Aber warum lacht das auf unserem Stapel? weil es da eine Stanze gibt, Ah, die nämlich ganz neu ist und die kann man dafür verwenden. cool. Diese hier. Und dann wir das zur Seite. Nee, das ist was anderes. Das ist nicht hierfür, oder doch? Sag mal. Warte. Wird nebenbei gebastelt. Das ist mal Multitasking hier. Ja, genau die. Echt? Na, hätte ich jetzt überhaupt nicht Also, gesagt. Wenn ich dachte, das passt ich hätte wirklich. die Ja, ausgepackt, dann kann man es nämlich dann so ein bisschen Ja. sehen. Und nicht alle Stempel passen da drauf. Aber der dürfte, glaube ich, passen, ne? Wenn man den so ein bisschen dreht, passt er nämlich ganz schön da drauf. Ach, Und Carmen sagte nämlich, Cool. sie hat irgendwie nicht mehr das richtige Kleeblatt dafür. Und da war die Überlegung, kann man das verwenden? Hier, das kann man verwenden. cool. Ja, So ein super. ganz tolles Stempelset. Magst du noch mal eben sagen? Ach, hier ist sie wieder. Ups. Wusch. Liebe und Glück. Liebe und Glück. Das ist echt ein toll. Also ich mag auch diese Schriftart. Ja. Also, man könnte sie auch auseinanderschneiden. Das würde ja auch gehen. Und dann ganz viel darauf. Und hier hast du eben wieder, da haben wir auch, Ah, da hast du auch Ja, schon was genau. Fertiges, Ja, genau. das Gelayerte, ne? und tolles viel Glück. Ja, schön. Ja. Und viel Glück kann man auch irgendwie immer gebrauchen, oder? Definitiv. Ist so.
Also jetzt gibt es ja schon wieder viele Abiturienten und Leute, die irgendwie mit der Ausbildung fertig sind und oder auf dem Weg dahin sind. Da können sie den viel Glück gut gebrauchen. Das stimmt. Zum Führerschein. Und er hier ist auch noch. Den haben wir hier noch genau. Also falls ihr es nicht richtig mitbekommt, Piet versucht hier in einer Tour Stanzen zu unterschlagen. Irgendwie. Wieso? Ich unterschlage hier gar nicht. Nee, mir geht's nicht schnell genug. Ich bin Ach jetzt so. wieder ungeduldig. Ah, alles klar. Das weißt du doch, ich will das dann auch immer alles Ich gleich versuche hier so ein sofort bisschen sehen. Platz und Übersicht zu behalten. So. Zack. So, zack. Okay, was hast du da noch? Ein paar Schmetterlinge. Denn hier habe ich jetzt Schmetterfinge von Katharina. 3 Ah. verschiedene. Das ist total süß, wenn du Schmetterlingsset. so Blumenstanzen hast. Das hast du zum Beispiel bei deinem nächsten Jahr auch. Wenn man diese Blumen zum Beispiel nimmt und dann auf einen Ast klebt mit Heißklebepistole und dann die kleinen Schmetterlinge noch drauf. Die irgendwie schön mit Aquarell koloriert. Zum Beispiel. Oder auch ein kleines Lesezeichen. Das kannst du ja so. Oder der auf dem Seite. Layout. Oder auf dem Oder auf dem Layout. Oder ich denke jetzt einfach doppelt ausstanzen und schön kolorieren und dann beidseitig So auf aufflattern. Genau, und dann auf einen Schaschlikspieß und zum Beispiel mit in den Blumengesteck so ein bisschen mit rein oder so auf einen Zahnstocher geklebt und dann ins Blumengesteck mit rein. Bei Schaschlikspieß denke ich gleich an Grillen. So. Schmetterlinge grillen, da ist ja nicht so viel dran. Wenn es schmeckt. Es gibt für alles einen Markt. Bestimmt proteinreich. Ich glaube, Genau. es gibt bestimmt nirgendwo gegrillte Schmetterlinge, selbst in China nicht. Na, in China, Da sind sie, da sind sie Wir haben hier gleich Die essen auch Tischbeine. Tierschützer an der Hacke. Das geht so nicht. die essen auch Tischbeine. Nein, Wir aber essen keine Schmetterlinge. Gut, wir essen keine als Deko irgendwie auf so ein Stäbchen oder so geklebt und dann zum Beispiel mit in ein Blumengesteck als Geschenk. Genau. Ja, das stelle ich mir auch ganz schön vor. An einem Draht hätte man Oder am vielleicht. Draht. Draht ist Genau. vielleicht besser als Schaschlikspieß. Ja, oder Schaschlikspieß in einer Torte links, rechts und dann mit so einem Band dazwischen und da die Schmetterlinge. Zum drauf. Beispiel, genau. Und Layout stimmt. Immer. So ein Foto drumherum. Ich finde Schmetterlinge auf Layout immer gut. Alles, was irgendwie ein bisschen blumig ist, da geht auch Schmetterling. Klar. Schmetterling, habe ich missgesprochen selbst. Schmetterfing. Und dann springen wir doch gleich zu der. Ich muss sagen, hier sind auch Schmetterlinge drauf. Guck mal, das habe ich eben gar nicht genau, gesehen. Und ein Und, schöner Schriftzug. Danke. Danke. Und das ist das Add-on zu Mittwoch. Also Mittwoch gab es diese Box. Und das ist eben eine ganze Boxenstanze. Die Stanze habe ich jetzt nicht hier. Und Nee. da ist es nämlich so, dass wenn man es aufklappt, dass der Rand dann eben so blumig ist. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Liebes Kamerakind, kann man Ja, das gut sehen? das kann man sehr gut sehen. Super. Das machen wir hier, dann sieht man den Kontrast ein bisschen besser. Und das ist nämlich genau das Gleiche, nur dann nicht mit diesen Blumen, sondern Ja. mit einem Danke. Aber das ist ja auch super filigran hier. Mhm. Aber da ist auch eine kleine Falzlinie drin. Genau, und dann sollte Jo. man es einmal irgendwie ins Falzbrett oder ein Schneidebrett reinlegen und einmal nochmal die Falz längs ziehen. Genau, und bitte das Falztool benutzen und nicht das Schneidetool. Das kann ich ja total gut, ne? Klassiker. Dann bin ich richtig, Ja. richtig glücklich. Ich habe da alles rausgedengelt und dann würde ich so machen und sagen, oh, 2. Ja, kenne ich. Aus zwei macht Müll. Das ist super. Das Ganze jetzt unterrühren in den Ausguss. Nein, das möchten wir nicht. Ich finde diese Idee ganz, ganz toll. Und das kann man ja bei auch jeder beliebigen Pralinschachtel nehmen. Also selbst wenn man so eine, wie heißen die Milka Herzen nimmt oder so, Ja. könnte man es ja auch schon einfach reinkleben. Ja. Also wenn man sagt, man will nicht diese Box haben, die ist Ja. ja echt groß, oder man hat sie irgendwie Mittwoch spezial nicht bekommen, dann ist die Stanze trotzdem super. Naja, alles, was du aufklappen kannst. Ja, Richtig. klar. Genau, Karten genauso. Ja. Super. Sehr Und schön. weil das so schön war, machen wir es nächste Woche gleich nochmal mit euch. Was? Nee, bevor wir jetzt ganz aufhören, magst du einmal deine Layouts rausholen? Ich kann meine Layouts gern rausholen. Ja. Möchtest du die vom letzten Zoom haben hier? Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Zoom. Vielleicht kennen die nicht alle. Der Zoom ist Frühstück mit Mel. Das ist ein Layout-Workshop auf Zoom. Klar, wenn ich sage, es ist ein Zoom, also nochmal. Bla. Also Frühstück mit Mel ist unser Layout-Workshop Zoom. Das machen wir jetzt einmal im Monat. Und das ist aber tatsächlich ein lockeres Beisammensein. Also es ist total schön für Anfänger. Die bekommen halt Tipps und ich erkläre, wie ich die Layouts aufbaue. Wir haben dazu dann immer ein Kit.
so dass das, was am Ende rauskommt, so aussehen kann, aber nicht aussehen muss. So, das heißt, jeder ist frei in dem, was er macht. Wir haben ja auch viele dabei, die sind erfahrene Scrapper, die freuen sich halt einfach über Austausch mit Gleichgesinnten, schnattern nebenbei ein bisschen. Das ist alles so ganz locker. Christiane moderiert das immer sehr gut. Das finde ich sehr, sehr schön, weil ich würde sonst anfangen, irgendwann zu schweigen und einfach mein Papier zu schneiden und mich darüber zu freuen. Die stellt mir ja dann immer zwischendurch irgendwelche Fragen, so dass ich dann wieder ins Quatschen komme, und die Teilnehmer können natürlich auch alle ihre Fragen stellen. Also ich finde das gerade für jemanden, der neu ins Scrapbooking kommt, eine super Gelegenheit, einfach mal alles loszuwerden, was er schon immer mal darüber wissen wollte. Das finde ich auch. Also es ist so, man kann das ja buchen, das ist dann auf einem Sonntag um 10 Uhr morgens und man bekommt vorher das ganze Kit zugeschickt. Und selbst wenn man keine Zeit hat, also es kommt irgendwas dazwischen oder man verschlafen, weil man einen Tag davor irgendwie lange unterwegs war oder so, dann hat man ja das Kit zu Hause und man kann sich bei Instagram oder nachher bei euch in der WhatsApp-Gruppe alles angucken, was ihr gemacht habt. Aber das Zusammensitzen und dieses, okay, alles klar, 10 Uhr morgens, ich sitze da jetzt, und dann schafft man plötzlich ganz viele Layouts, über die man sich wirklich lange freut. Ja, das ist total schön. Also wir haben ja auch wirklich, also eigentlich war das so eine Schnapsidee, wo wir gesagt haben, irgendwie, naja, so, keine Ahnung, wann könnte man das dann mal machen? Und ich weiß nicht, war ich das oder war das Kerstin? Ist ja auch egal, wir haben auf jeden Fall gesagt, Sonntagmorgens. Da hat jeder Zeit. Und dann haben wir das halt einfach gemacht. Und es kommt ja glücklicherweise total gut an. Und ja, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir, guck mal, jetzt passen meine Nägel nicht mehr so schön dazu. Beim letzten Mal haben wir hier mitgearbeitet. Diese Papiere kommen Ende Juli in den Shop. Das war also sozusagen Preview. Und sie sind so schön. Und da kommen auch noch Stempel dazu. Ja. Und kleine Stanzen und Sticker werden wir auch haben. So Wortsticker mit deutschen Sprüchen drauf. Also ich freue mich da schon richtig drauf. Sich die wohl ausgedacht hat. Du, ich weiß nicht so genau. Wir haben eine ganz tolle neue Grafikerin dafür. Also die macht das richtig, richtig toll. Echt? Du, die würde ich gerne mal kennenlernen. Triffst du spätestens heute Abend, wenn du vorm Spiegel stehst. Meinst du? Lieb von dir. Nein, ich freue mich so darüber, dass ich das machen kann. Es macht so Spaß, weil es ist ja auch einfach, ich meine, ich bin ja tief in meinem Herzen, ich sage auch immer, ich bin nicht Buchbinder oder sonst irgendwas, ich bin Scrapbooker. Und ich denke einfach, natürlich kann man auch das für Karten und Schachteln und alles andere benutzen, aber ich denke mal, wenn man das so von dem Scrapper für Scrapper hat, dann ist das vielleicht auch nochmal schön für die anderen, nicht nur für mich. Naja, und du weißt ja eben auch, wofür du das genau machst. Also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und solche Dinge mir ausdenken würde, dann ist es ein bisschen wie die Blinde spricht über Farbe. Das macht nicht so richtig viel Sinn. Ja. Und du machst das jetzt schon so lange. Aber die Papiere sind auch so schön klar, finde ich, strukturiert. Also wenn wir einfach mal weiter gucken. Okay, hier hast du unten nochmal. Genau, da habe ich einfach davon nochmal einen Streifen genommen. Aber auch dieses Papier, das da drunter ist. Also hier fand ich diese Elemente zum Beispiel habt ihr nachher auf dem 30x30 Bogen. Genau. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Also wir haben irgendwie, glaube ich, drei oder vier Bögen, wo wir Sachen zum Ausschneiden drauf haben. Ne? Einmal hier diese, was hier ist, diese Labels in verschiedenen Formen. Wir haben ein paar Tags oder hier auch so Tabs. Dafür kommen übrigens auch Stanzen zum Beispiel demnächst. Aber wir brauchen für Layouts ja nicht so viele. Weißt du, wir hatten ja für diese Farbkits hatten wir immer diese Die-Cut-Geschichten und so. Die sind wunderschön, aber es ist irre viel. Und für ein Layout brauche ich das in der Form nicht, weil mir reichen dann irgendwie so 2, 3, 4, 5 Akzente eigentlich. Also klar kann ich auch mal eine Materialschlacht zelebrieren, aber da gibt es die anderen Sachen ja auch noch, so ist das nicht. Aber für das brauche ich tatsächlich, ich habe hier glaube ich gemausert, brauche ich tatsächlich vielleicht eins davon oder zwei. Und das kann ich mir dann halt einfach ausschneiden, so wie ich es dann gerade brauche. So, das war die Idee dahinter. Ja, hier zum Beispiel die kleine Kamera, die war jetzt auch aus so einem Tag, also halt ein Anhänger. Da habe ich dann hier oben von diesem Tag die Spitze quasi verwendet, da noch ein Eyelet reingeklöppelt und habe unten dieses, was da unten auf dem Tag dann drauf war, einfach ausgeschnitten und hier als Deko oben drauf gepappt. Und das ist zum Beispiel was, auf die Idee würde ich hier nie kommen, da ein Eyelet reinzusetzen. Und trotzdem ist es. Das ist der Serviervorschlag. Ja, du kannst das so machen, aber du kannst ja auch alles andere machen. Also du könntest jetzt hier statt einem großen Foto zum Beispiel auch, was weiß ich, 1, 2, 3, 6 kleinere nehmen
oder nur die Hälfte oder wie auch immer. Und das ist so schön, wenn du merkst, dass die Teilnehmer dabei sind und dann irgendwie in die eigene Kreativität kommen. Und dann, wie gesagt, was dazu machen, was weglassen, die eigene Note reinbringen. Das macht mir immer total viel Spaß. Und das Tolle ist, ansonsten würde so ein tolles Foto einfach alleine an der Wand hängen oder es würde irgendwo in irgendeinem Fotoalbum verstauben. Ja. Aber hier ist es natürlich so, na klar kommt es auch irgendwann ins Fotoalbum. Aber ich glaube, so ein Layout holt man eher raus und guckt sich erst nochmal an. Ja. Und du hast ja immer noch die Erinnerungen dazu. Ja, das Journaling finde ich halt immer total wichtig. Aber da war es mir einfach auch, also die Idee zu diesem Layout war auch einfach mal zu zeigen, dass man halt nicht immer kleine Fotos benutzt. Also ich selber benutze ja ganz oft wirklich sehr kleine Fotos und da wollte ich jetzt einfach mal ein großes benutzen. Zu sagen, du kannst halt alles verwenden, was immer dir einfällt. So, guck mal, hier haben wir mein verrücktes Paulkind. Halt auf diesem schönen Hintergrundpapier. Ist so ein ganz kleines Karo, aber da sind halt solche Splatters, also solche Farbkleckse schon vorher drauf. Das ist auch, glaube ich, in 3 verschiedenen Farben in der Kollektion. Das gefiel Iris offensichtlich gut. Ist auch einfach toll. Ich mag das aber auch gerne, weil du musst nicht mehr viel machen. Guck mal, wir haben hier jetzt einfach so ein Journaling-Kärtchen ausgeschnitten, ein Foto, 2 Streifen, Titel, Thema erledigt. Also wenn du da eine Idee hast, was du machen willst, bist du in einer halben Stunde fertig mit der Geschichte. Und man hat ja auch nicht immer Zeit oder auch nicht immer Lust, weiß ich nicht, 3 Stunden Zeit in Layout zu verwenden oder 5 Stunden zu sticken. Das stimmt. Aber mir würde eben die Idee fehlen und die bekommt man so schön in dem Frühstück bei Mel, finde ich. Ah, okay, alles klar. Das ist jetzt die Aufgabe und dann fängt man an, hin und her zu schieben und zu gucken. Ja. Und dann kommt man erst in die eigene Kreativität, wenn man erstmal so den Schubs gekriegt hat. Ja, aber dafür sind ja Workshops auch einfach gut, sich diesen Schubs abzuholen, oder? Das stimmt. Es gibt auch eine Rückseite, ne? Da gibt es bestimmt eine Rückseite. Guck, da klebt jetzt der Tag drüber. Da sind die Kameras. Genau, das sind die kleinen Kameras mit so einem Farbverlauf. Guck mal, hier habe ich diesen Tag dahinter geklebt. Und wenn du das jetzt umdrehst, da habe ich hier oben einfach nur das Papier so ein bisschen aufgefetzt. Schöner Hingucker. Und dass du einfach noch so einen kleinen Farbklecks da hast. Das ist echt toll. Manchmal sind es einfach so diese Mini-Details, die dann den Unterschied machen. Subi. Jo, Sehr schön. haben wir gut gemacht. Den Mädels gefiel das auch gut. Der anderen? Willst du noch mehr sehen? Ja. Ja, ich habe gedacht, dass der Laden braucht mal ein bisschen neue Layouts, weißt du? Ja. Ich zücke mal. Guck mal, dieses Layout. Beach Boy. Oh, mit dem Band da drauf. Genau, ist cool. das war zur Bänderliebe-Aktion. Ja. Da hatte Christiane nämlich die coole Idee und sagte, oh, du nähst doch auch immer so viel auf den Layouts. Ich nähe mit der Nähmaschine tatsächlich ganz viel auf Layouts. Ich finde Nähen großartig, weil ich habe keine Klebeflecke und so. Alle, die Ja, mich gut. kennen, wissen, ich kann mit Flüssigkleber gar nicht umgehen. Und Nähen ist super, ist bombenfest und sieht auch noch irgendwie hübsch aus. Und dann habe ich einfach mal die Bänder drauf geknallt und das in die Nähmaschine gestopft. Ich finde auch, das sieht immer toll aus. Aber du hast deine Nähmaschine wahrscheinlich auch immer draußen stehen, ne? Ja. Okay. Das ist natürlich auch, also wenn du Sachen benutzen willst, ob das die Nähmaschine ist oder ob das der Plotter ist oder so all dieser ganze Spezialkram. Wenn du das nicht on Display hast, sondern jedes Mal wieder wegräumst, dann benutzt es nicht. Das stimmt. Aber ich habe ja den Luxus, dass ich einen relativ großen Arbeitsbereich habe, wo das alles gut stehen kann. Das ist übrigens der große, ne? Neulich. Das. Genau. Also Monsieur wird nächsten Monat 22. Das geht so schnell. Ja, und das sind Papiere aus der ersten Kollektion, aus der Ahoy-Serie. Und hier haben wir auch wieder diese Ausschneideschnupsis. Guck, hier habe ich auch wieder Eyelets reingedübelt. Ich finde Eyelets einfach total toll. Macht das Ganze immer so wertig. Und dann in Kombi mit den Animal Dots. Super. Oder? Naja, und auch da musste dann ja jetzt eigentlich nicht mehr viel rauf. Guck mal, das war hier aus diesen Puffy-Stickern in den Frühlingsfarben. Und hier, diese kleinen Herzen, da sind diese Kameras ja drauf in den verschiedenen Farben. Und das ist aus der Mitte. Wie lange brauchst du für so ein Layout? Also das hier hat tatsächlich das ist eine halbe Stunde. Dann wusstest du auch schon im Kopf, was es werden Da soll. hatte ich ungefähr eine Idee. Ja. Das hier ist dann eher so ein Tag. Hast du eine Schablone für das Herz? Nein. Oh, nicht schlecht. Aber hier das Papier ist ja kariert. Ja. Und dann habe ich mir das halt mit dem Bleistift vorher einmal so grob angemarkert, wie ich das Herz so haben möchte. Ein Sketch. Und ja, fast ein Sketch, genau. Ja, und dann habe ich das hier alles gepickert und dann habe ich das genäht. Da waren wir zu einem Forumstreffen. Das heißt, ich hatte einfach sehr viel Zeit. Das hätte ich zu Hause nicht gemacht. Und dann habe ich das hier alles gekreuzsticht.
Also auf jeden Fall, dass ihr genauso neugierig seid, wie ich, wie es hinten aussieht. Ach, da sieht sie ja eigentlich easy aus, ne? Es ist ja auch total easy. Es dauert halt nur eine Weile. Naja, wenn man sich das hier vorne anguckt, dann ist es schon so, wie mache ich jetzt am besten diesen Kreuzstich? Ist ja schon ein paar Tage her, dass man selber mal irgendwie so gestickt hat. Also ich auf jeden Du, Fall. ansonsten YouTube, die können das. Ja. Also, ne? Das ist ja, wenn YouTube es nicht weiß, weiß es ja keiner. Ja? Ja. Das ist bei uns Okay. immer so ein geflügeltes Wort. Achso. Wenn YouTube das nicht weiß, dann weiß es niemand. Okay, alles klar, dann übernehme ich das jetzt. Das ist Genau. super. Und ich meine, hier ist natürlich auch nicht viel Action, aber das hat tatsächlich lange gedauert. Ja, gut, Guck mal, klar. was total schön ist hier, das sind die aus dieser Maritim-Kollektion von vorletzten Jahr schon. Ne? Mhm. Und die passen mega. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich noch welche hatte. Die Farbe ist auch einfach richtig toll, ne? Die sind cool. Also ganz ehrlich, diese bunten Buchstaben finde ich total cool. Da habe ich mich auch sehr gefreut, als wir jetzt die mit den Frühlingsfarben gekriegt haben. Weil du da auch dann immer die Möglichkeit hast zu gucken. Das passt dann halt zu vielen verschiedenen Projekten. Mhm. Sehr schick. Ja, und dann haben wir hier noch eins. Da habe ich auch noch mal ein bisschen rumgestickt. Und habe hier einfach das Muster von dem Papier nachgearbeitet. Und die liebe ich ja, ne? Das ist das kleine, heißt das kleines Alphabet? Ich weiß nicht genau, die Stanzen. Und wie lange sitzt man da dran? Das ist nicht so schlimm. Kurbel, Kurbel, Dran- Kurbel, Kurbel. nee. Schieb, 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 So schieb, drei schieb. Kurbel, oder Kurbel. viermal durchnudeln. Okay, das war alles nicht klar. so wild. Und hier habe ich dann das Papier auf so Abstandklebezeugs, dass die so ein bisschen puffy sind. Und dann Und wie perfekt mit den Linien, ne? Und hier das Moin drunter, super schön. das Moin-Papier ist aber auch ein bisschen geil, oder? Ich habe mich so gefreut, als ich das dann fertig gesehen habe, weil es ist ja schon auch unterschiedlich, ob du das auf dem Bildschirm hast oder hast es dann nachher richtig in der Hand. Und bei dem Moin war ich nicht so sicher, ob das nicht vielleicht ein bisschen, also ob das so gut aussieht dann tatsächlich auf Papier. Und da bin ich, Mein neues Lieblingspapier. Ich finde es war ich so ganz schick. kitschig. Und es passt so toll mit den Animal Dots und den Puffy-Stickern zusammen. Also es ist das perfekte Blau. Du, aber das Geheimnis, ne, ist ja, dass die Papierserien, also diese, sowohl auch der Sommerspaß als auch das Reiseding und alles, was sonst noch kommt, dass ich da schon auch gucke, in den Farbfamilien zu bleiben, die wir ja sowieso haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Papier mache, das irgendwie rot ist, dann kannst du davon ausgehen, dass die Buchringe, Ringmechaniken, Eyelets, Schildchenhalter, Gummibänder, Garnliebe, alles was da ist, das ist ja so irre viel Enamel-Krams, dass das wirklich alles zusammenpasst. Und das finde ich total geil. Ja, was ich so toll finde, ist, dass du die Farben nochmal ganz anders kombinierst, als ich das machen würde. Also ich habe deine Papiere gesehen und dachte, wow, das passt so cool, hätte ich niemals so kombiniert, finde ich total toll. Also das muss ich aber auch sagen, ist eine Challenge, ne? Also zu gucken, welche Papiere man, oder nicht welche Papiere, welche Farben man jetzt wie zusammenmixt, um eine bestimmte Wirkung zu kriegen. Weil ich kann ja zum Beispiel, was weiß ich, Rot assoziiere ich jetzt persönlich Weihnachten. Aber Rot kann ja auch Herzen und Liebe sein. Rot kann Mohnblumen sein. Das kann alles Mögliche sein. Das kommt halt immer drauf an, was ich dazu kombiniere. So. Stimmt. Und da kann man sich gut und lange mit beschäftigen. Das macht total viel Spaß. Das ist auch ein Papier, was du hast und also was du entworfen hast und da hast du dann auch wieder reingepikst und hast per Hand nachgestickt. Okay. Aber das Natürlich. geht schnell. Ja? Ja. Also ich glaube, hier habe ich vielleicht 1,5 Stunden dran gesessen. Das ist am Ende ja auch wirklich was Meditatives dann, ne? Ja, aber wie gesagt, wenn du da halt irgendwie an Bitte wenden. so einem Wochenende, wo du Zeit hast und einfach mal und nebenbei klönst, dann ist das ja nicht schlimm. Also wie gesagt, zu Hause würde ich das in dem Umfang vielleicht auch nicht so. Das denke ich auch. Wenn du dabei klönst, dann vergeht die Zeit ja auch und dann kann man sowas Schönes auch fertig machen. Weil das ist dann nochmal so was Besonderes, wenn du da so mit Garn dran bist. Ja, ich finde das einfach, Garn auf Papier ist toll. Zeigt doch auch mal, wie viel Liebe man da reingesteckt hat. Oh ja. Ja, Vielen Dank. die Liebe wandert jetzt in den Laden. Ja. Also solltet ihr uns im Laden mal besuchen, dann seht ihr da auf jeden Fall die ganzen Layouts von Mel. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir dabei sein durften. Ja, vielen Und Dank. euch ein schönes Wochenende. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüssi.